So, hallo Leute, heute will ich euch mal mein neues System zeigen, das ich mir vor kurzem gebaut habe. Das ist quasi für die Kappsäge und das sind jetzt so Anschlagreiter, damit ich verschiedene Holzstücke ablängen kann. Und jetzt habe ich das Ganze mal so aufgebaut, wie ich das quasi immer verwenden will, also meistens zumindest. Da habe ich jetzt hier vorne so eine Platte, das ist ein Lochtisch, der steht auf so Holzböcke. Und die haben quasi alle dieselbe Höhe wie jetzt im Hintergrund die Hobelbank. Und so habe ich mir das eben aufgebaut und rechts daneben ist jetzt die Kappsäge. Da habe ich mir vor kurzem einen Kappsägenunterstand gebaut. Der ist quasi fahrbar, mobil, den kann ich durch die Werkstatt rollen. Das Video kann ich euch oben rechts verlinken. Als nächstes habe ich jetzt eben hier diese Anschlagreiter für die Kappsäge gebaut. Und dann würde ich sagen, dann stelle ich die Kamera mal etwas näher, damit man sich das näher anschauen kann. So, bei der Maschine, da handelt es sich quasi um eine Kappgärungszugsäge. Die ist jetzt von Metabo, die KGS 305M. Die hat an sich auch einen Anschlag, damit man sich quasi die Länge, die man kappen will, einstellen kann. Das kann ich mal kurz zeigen, dann tue ich diese Holzleiste mal weg. Und dann befindet sich quasi auf der rechten Seite ein Anschlag, den kann man hochklappen. Das ist so ein Blechteil. Also das funktioniert prinzipiell schon und da ist aber nur auf dieser rechten Seite diese Maßskala, die von 20 bis 225 mm reicht. Und auf der Seite habe ich mir ein Stückchen Siebdruckplatte verschraubt durch die Originalbohrungen, die sich da vorne in diesem Lineal befinden. Dazu muss man aber sagen, dass diese Bohrungen nicht gesenkt sind. Das habe ich dann noch mit dem Senker nochmal nachträglich gesenkt. Und da verwende ich dann Senkkopfschrauben, das sind M5er Senkkopfschrauben. Das sind jetzt in dem Fall M5er Senkkopfschrauben mit einem Inbus mit 2,5 mm. Und das mittlere Teil ist ein Sechskant als Abstandshalter. Und auf der anderen Seite kommt dann eine M5er Einschlagmutter. Und so kann ich dann quasi diesen Halter mit einem Abstand montieren, da dieser Anschlag auf der Hinterseite eine Verstrebung hat, sodass man nicht direkt hinter diese Platte schrauben kann. Und das wäre jetzt der kleine Anschlag, den kann man verstellen. Da habe ich jetzt diesen Reiter in die Parkposition, der ist quasi nach hinten geschwenkt, den kann man dann umdrehen. Kann man sich das gewünschte Maß quasi einstellen. Aber dafür verwende ich in den seltensten Fällen diese Skala, da die nicht so exakt übereinstimmt mit dem Sägeblatt. Wenn man dann sein gewünschtes Maß hat, kann man quasi mit der Sterngriffschraube oben das Ganze wieder fixieren und dann ist der schon sehr stabil. Also wenn ich da dagegen drücke, braucht man schon einen gewissen Kraftaufwand, um das zu verdrücken. Also das ist eigentlich was ausschlaggebend im Endeffekt ist, dass diese Anschläge auch wirklich bei gewissem Druck dann auch nicht nachgeben, weil sonst hat man wirklich keine wiederholgenauen Schnitte. Das ist eigentlich da sehr entscheidend. Und dann habe ich jetzt hier mir auch nochmal das draufgeschrieben, dass ich auf dieser Seite von 6,5 cm bis maximal 24,5 cm diese Seite verwende. Und dann würde ich sagen, dann schwenke ich die Maschine mal auf die andere Seite. Dann kann man sich das besser anschauen. Und das ist jetzt die linke Seite von der Kappsäge. Da habe ich das etwas anders machen müssen vom System. Da habe ich es direkt anschrauben können. Also da habe ich zwei Holzklötze dahinter und dann nochmal einen breiteren, längeren Streifen. Aber im Endeffekt dieselbe Verschraubung mit diesen Senkkopfschrauben. Und diesen Anschlag, den kann man zur Seite klappen. Der ist jetzt oben. Dann kann ich den quasi nach unten klappen, wenn ich den brauche, zum Ablängen. Und habe hier so ein Vierkantstück aus POM, das ist so ein Kunststoff. Und der passt genau in diese Aussparung. Und dann ist dieser Anschlag auch fest. Und das Gute an diesem Anschlag auf dieser Seite ist das, dass man das verschieben kann. Das heißt, man muss ja, wenn man jetzt Gärungsschnitte macht, diesen oberen Teil nach links verschieben, damit man nicht in diesen Aluhalter hineinsägt. Und dann kann ich hinten eine Schraube lösen und kann den nach links verschieben.
Das ist das Praktische an diesem System. Man kann das quasi dann wieder festmachen. Und da habe ich mir das dann auch ebenso aufgeschrieben. Da habe ich dann auch dieses maximale Maß von der Seite, so 23, 24 cm als minimales Maß. Und wenn ich diese Schiene komplett ausziehe, bis nach links und es wieder mit dieser Rändelschraube, mit dieser roten befestige, dann habe ich eben diese besagten ca. 23 bis 24 cm minimal bis maximal in dieser ausgezogenen Länge von 39 cm. Und wenn man eben diese Leisten erstmal rechtwinklig abschneiden will, damit man auch das ordentlich ablängen kann, kann man eben diesen Bolzen entfernen, hochklappen, kann dann seine Leiste nehmen, kann die an der Vorderseite erstmal im 90-Grad-Winkel ablängen und kann dann diesen Anschlag wieder nach unten klappen und kann dann seinen zweiten Schnitt für das fertige Maß ausführen. Und wenn man es eben nicht mehr braucht, diese beiden Anschläge, kann man sie eben entfernen. Den nach oben klappen. Man kann ihn auch noch weiter nach oben klappen. Dann hätte man jetzt eine Durchlasshöhe von diesem Anschlag von 85 mm. Und ich finde, das ist schon enorm. Also ich säge selten solche Kanthölzer, die so hoch sind. Und falls ich doch mal was habe, was höher ist, dann muss ich eben diese beiden Befestigungsschrauben entfernen und dann kann ich auch wieder diese fast 12 cm Höhe sägen. Also das ist bei der Säge schon enorm, die Schnittkapazität. Den tue ich immer auf die Rückseite drehen und wieder befestigen. Und dann würde ich sagen, dass ich die Kamera noch mal kurz auf die andere Seite stelle, dann sieht man das dritte Anschlagssystem. So, und hier im Hintergrund sieht man jetzt nochmal den dritten Anschlagreiter. Das ist nochmal entkoppelt von der Kappsäge, ein separater Anschlag, den ich mir gebaut habe. Und das ist im Endeffekt ein Tisch, der auf einen ganz normalen Unterstellbock befestigt ist. Und den kann man dann noch in der Höhe variieren, sodass man da eine ebene Auflagefläche hat. In dem Fall ist jetzt hier nochmal der Anschlagreiter befestigt. Den kann ich mal aus der Führungsnut nehmen. Das schaut dann im Endeffekt so aus. Das ist ganz normales MDF und in der Mitte ist dann dieser Anschlagreiter mit dieser Verstellung. Kann man das dann auf das gewünschte Maß sich einstellen und dann wieder diese Sterngriffschraube befestigen. Auf der Rückseite befindet sich dann diese Laufleiste, in denen dann dieser Anschlagreiter auf der Schiene befestigt wird. Dann kann man diesen Anschlagreiter quasi auf dem Tisch positionieren, kann sich dann die Höhe einstellen, damit es passend ist zur Kappsäge und kann dann längere Stücke ablängen mit der Kappsäge. In dem Fall wären das jetzt bis zu dieser Mauer hier 76 cm. Das heißt, auf der Seite hatte ich ja 39 cm und da geht es dann auf die Seite rüber bis 76 cm. Und wenn ich dann auf die andere Seite mal rüberschwenke, das kann ich mal kurz machen, dann geht es quasi rüber über meinen Sägetisch bis hinter zum Schrank und es wären dann 2,20 Meter. Und dann würde ich sagen, 2,20 Meter sollte eigentlich reichen. Das heißt, wenn man sich einen Schrank oder irgendwas baut, kann man das alles in dieser kleinen Werkstatt eigentlich schon bewerkstelligen. Ich habe es vorhin noch mal aus Interesse halber mal nachgemessen, das sind ungefähr 12 Quadratmeter. Also das ist schon sehr eng konzentriert, das Ganze hier auf diesem Raum. Und falls jemand auch so eine ähnliche Metabo hat, da gibt es ja die KGS 216, 254 und diese 305, dann kann er wahrscheinlich, da die relativ baugleich sind vom System, kann er sich das vielleicht so nachbauen. Das finde ich schon sehr praktisch im Vergleich zu Schraubzwinge und Holzklötzchen. So, abschließend habe ich nochmal ein Werkstattthema, quasi nochmal ein Update. Das letzte Mal hatte ich ja den dicken Hobel repariert oder besser gesagt eine Wartung ausgeführt. Da ist mir ja dieser Keilriemen, hat sich da in mehrere Fasern aufgelöst. Und da hatte ich dann auch gleichzeitig nochmal Hobelmesser gewechselt und habe mir dann nochmal das Hobelbild danach angeschaut. Also die Einstellung ist noch perfekt, also ich habe fast keinen Hobelschlag. Das sind ein paar Zehntel Millimeter, was ich an den Brettenden in einem Bereich von 6 cm vorne und hinten diesen Hobelschlag habe.
Das ist auf jeden Fall super. Aber rein vom Glanzgrad von der Oberfläche ist da jetzt nicht so viel Unterschied. Also die hätten schon noch eine Zeit lang gehalten, die Hobelmesser, aber da gibt es halt doch immer so ganz leichte Mikroausbrüche in der Schneidenform. Das sieht man dann schon auf Harthölzern, wenn man es gegen das Licht hält, dass da leichte Rillen drin sind. Manchmal. Aber das hilft schon mal, wenn man die Hobelmesser wechselt. Das kann schon mal nicht verkehrt sein. So, um was es jetzt noch am Schluss geht, das ist jetzt mein Frästisch. Den habe ich ja auch schon ein paar Jahre jetzt. Und da habe ich mir ja die Bosch-Oberfräse, die grüne, das ist ja jetzt hier in dem Fall die POF 1400 ACE. Das ist ja im Endeffekt von jedem Hersteller eigentlich nicht so erfunden worden, dass man die jetzt quasi hier unten einfach unter einen Tisch schraubt, sondern das ist ja eigentlich eine handgeführte Oberfräse. Und jetzt habe ich schon länger mit der gefräst und irgendwann ist mir aufgefallen, diese Feineinstellung, das ist jetzt hier oben so ein Knopf, mit der man dann die letzten Zehntel Millimeter nachstellen kann. Und das ging immer schwerer, also bei der Verstellung. Und irgendwann war die Verstellung komplett fest, also ich habe die nicht mehr verstellen können. Und dann wusste ich auch nicht mehr, ob ich jetzt schon am Anschlag bin, nach innen oder nach außen von der Verschraubung. Und dann blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als mal die Maschine zu zerlegen. Und das habe ich jetzt zerlegt und wieder gereinigt. Eigentlich dachte ich, dass da irgendwas extrem kaputt ist oder irgendein Gewinde beschädigt ist und die Maschine leer durchdreht. Aber das war jetzt in dem Fall nicht so und ich habe das alles gereinigt und diese Hülse war quasi extrem schwer auf dem Gewinde. Und dieser Knauf aus Plastik, der hat eine ganz kleine Welle mit einer flachen Stelle, damit es quasi einen Formschluss hat, damit man diese Gewindehülse nach oben und unten drehen kann. Und wenn dieses Gewindepaar aufeinander fest ist, dann kann man recht leicht diesen Plastikknauf überdrehen. Und da muss man dann eben aufpassen, man muss die Maschine mal zerlegen und muss diese Hülse auseinanderschrauben, reinigen und etwas leicht schmieren. Und dann funktioniert es auch wieder. Die geht jetzt wieder ganz leicht nach oben und nach unten. So, auf jeden Fall war ich da sehr schockiert, nachdem diese Verstellung festgegangen ist, da ich mir gedacht habe, ich muss mir jetzt eine neue Fräse holen, da ich die jetzt schon aufgearbeitet habe quasi. Aber das ging ja nochmal gut und dann würde ich sagen, dann bin ich eigentlich soweit fertig mit meinem Video. Falls jemand es näher interessiert mit diesem Anschlagreiter von der Kappsäge, da habe ich nochmal unten einen Beitrag geschrieben auf meinem Blog. Da könnt ihr euch das nochmal näher anschauen mit den einzelnen Bildern, wie ich diese Anschlagreiter quasi gebaut habe. Dann würde ich sagen, habt viel Spaß in eurer Werkstatt und auf Wiedersehen.